Kürzlich habe ich eine Anfrage von einer Zuschauerin erhalten und die fand ich echt interessant. Die Frage war, ob ich eine individuelle Design-Gedenktafel für ein verstorbenes Haustier, in dem Fall einen Hund, herstellen kann und das Ganze aus Beton. Die Anfrage habe ich leider ablehnen müssen, weil ich keine Auftragsarbeiten mache. Aber ja, mir ist das Thema ein paar Tage lang im Kopf rumgegangen, weil ich es eigentlich echt interessant fand. Und ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was man da umsetzen kann, vor allem auch wie und was man für coole Designs damit machen könnte. Ja, und da sind mir ein paar ganz interessante Ideen gekommen. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine Gedenktafel sein, es kann ja auch irgendein Firmenlogo, irgendeine Hinweistafel, ein Werbeschild oder eine Hausnummer sein. Irgendwas, was man draußen anbringen kann, was wetterfest ist und was vom Design her cool aussieht. Habt ihr bestimmt auch irgendwelche Ideen? Ja, da gibt es ja zig Möglichkeiten, für was man das gebrauchen kann. Aber jetzt redet man nicht mehr lange rum. Ich muss jetzt noch kurz was im Baumarkt besorgen und dann zeige ich euch mal, was ich geplant habe. Auf geht's! Für mein Projekt brauche ich eine Platte mit einer glatten Oberfläche, die flexibel ist und sich auch gut fräsen lässt. Und ich weiß auch schon, was ich da verwende. Nämlich eine dünne Hartschaumplatte, die ich die letzte Zeit schon öfters für meine Projekte verwendet habe. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Die brauche ich heute nicht, nehme sie aber trotzdem mit, weil die nämlich ständig ausverkauft ist. Das muss man ausnutzen, wenn da was da ist. Ich werde heute so eine Bastelplatte verwenden. Das ist auch so eine Art Schaumkunststoff, nur um einiges härter als das andere Material. Und das war leider keine gute Idee. Warum, seht ihr gleich. So, die große Platte brauchen wir ja gar nicht, nur die kleine. Die langt, das ist Reserve. Da werde ich heute auch zum ersten Mal meine CNC für ein Projekt verwenden. Habe ich mich nämlich die letzten Wochen intensiv eingearbeitet. Mal schauen, ob das so funktioniert. Und keine Angst, nein, das wird jetzt hier kein CNC-Kanal, nur ab und zu mal bei den Projekten zur Unterstützung, weil damit hat man wieder ganz andere Möglichkeiten. So, und jetzt geht's los. Zuvor hatte ich mir im CAD schon mal eine einfache Zeichnung erstellt. Ja, und ab da nahm das Unglück dann seinen Lauf. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt schon sehen, was ich für einen elementaren Fehler gemacht habe. So, soweit alles vorbereitet. Los geht's! So CNC-Arbeiten schauen auf YouTube immer locker flockig aus. Ich als kompletter Anfänger habe mir da am Anfang allerdings ein bisschen schwer getan. Gerade das Einarbeiten in die CAD- und CAM-Programme fand ich persönlich nicht so ganz einfach. Aber so langsam geht's, ein Hexenwerk ist es auch nicht. Ja, ist doch auch mal schön, wenn man sich einfach zurücklehnen kann und die Maschine die Arbeit für einen übernimmt. Die Arbeit könnte man natürlich auch von Hand machen, aber mit so einer Fräse spart man natürlich extrem viel Zeit und man kann dadurch auch Projekte umsetzen, die man vorher so nicht machen konnte. Ja, mal schauen, was da in Zukunft noch alles kommen wird. Ich habe noch ein paar Ideen, aber wenn euch was einfällt, könnt ihr es mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht ergeben sich dadurch dann ja ein paar neue Projekte. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich denke, ihr seht schon, was es werden soll. Und zwar habe ich geplant, das Logo hier aus lichtdurchlässigem Beton zu machen. Und dafür habe ich mir extra solche lichtleitenden Fasern besorgt. Ich denke, das Prinzip von solchen Lichtleiterfasern werden die meisten von euch kennen. Ich zeige es euch aber trotzdem nochmal. Also da hat man einen Eingang und einen Ausgang. Hier leuchtet man rein und dann kommt das Licht an der anderen Seite wieder raus. Sieht man das? Ich denke schon, oder? Werdet es nachher sehen. Gerade hat noch die Maschine die Arbeit gemacht, jetzt bin ich dran. Ich muss mir nämlich jetzt 280 2 cm Stücke schneiden. Ja, das wird eine ganz schöne Fitzerles-Arbeit, aber da baue ich mir ein kleines Chick dafür. Und das ist auch ganz einfach, da brauchen wir nämlich hier nur 2 Hölzer und ein Loch mit dem Durchmesser von dem Lichtleiterfaser. So, mehr ist es nicht. Dann messen wir uns hier noch den richtigen Abstand aus. So, fixieren das Ganze mit Schraubzwingen. Und dann kann ich es jetzt hier immer so abzwicken, geht relativ schnell und habe immer die gleiche Länge, ohne nachmessen zu müssen. Ja, und das mache ich jetzt mal eine Zeit lang. Wie heißt es immer so schön, dumm kann man euch sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Oder wie hättet ihr das Problem hier gelöst? Habt ihr eine bessere Idee? Die Platte habe ich mir dann auf die benötigten Maße zugeschnitten und danach mussten dann die ganzen Lichtleiterfasern in den Bohrungen fixiert werden und das war auch nochmal eine ganz schöne Geduldsaufgabe. Aber nach ca. 15 Minuten war das dann zum Glück auch erledigt. Dann habe ich die vorbereitete Platte noch in eine Schalungsform aus beschichteten Spanplatten eingelegt, außenrum noch eine Silikonfuge angebracht, dass alles dicht ist und das war es dann schon mit dem Schalungsbau. So Leute, mit der Schalung bin ich fertig. Seht ihr hier. Zum Glück war ein Haufen Arbeit mit diesen ganzen Lichtleiterfasern, aber ich bin fertig. Ich habe jetzt auch noch eine innere Schalung gebaut, weil später soll das ja von hinten beleuchtet werden. Da braucht man eine Aussparung für die LEDs und da habe ich mir hier die Teile angesägt. Das ist eine Sollbruchstelle, weil die innere Schalung wird später fest im Beton verkantet sein und die muss man wieder irgendwie rausbringen, ohne das Teil zu beschädigen. Und da ja, haben sich die Sollbruchstellen bewährt. Das soll funktionieren.
Als Mörtel habe ich wieder meine hochfeste Eigenmischung verwendet. Da will ich jetzt heute nicht mehr groß drauf eingehen. Das habe ich ja euch erst kürzlich bei meinem Tischprojekt gezeigt, wo ich die 8 mm starke Tischplatte aus Beton hergestellt habe. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das Video ja mal anschauen. So, wie ihr seht, wieder ziemlich fließfähig. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Glasfasern beigemischt, weil sonst keine Armierung reinkommt. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze betonieren lässt. So viel vorab, die vielen Glasfasern waren hier nicht optimal, aber das werdet ihr gleich sehen. Bei einer höheren Konzentration an Fasern lässt nämlich auch die Fließfähigkeit vom Mörtel oder vom Beton nach. Ja, und das ist jetzt hier nicht optimal, weil der Beton sollte ja eigentlich schön zwischen die Lichtleiterfasern fließen. Ja, aber es hat trotzdem funktioniert, aber optimal war es jetzt hier nicht. Aber man hat jetzt hier halt auch keine großen anderen Möglichkeiten, weil man keine Armierungsgewebe oder irgendwas einbringen kann. Ja, weil die Fasern ja später noch oben rausschauen müssen. Bezüglich der Verdichtung wurde ich von euch jetzt ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ich mir doch endlich mal einen Hütteltisch bauen soll. Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon was in Planung, da wird demnächst was kommen. Aber heute muss ich es halt nochmal mit der Hand machen. Bei so einem kleinen Projekt ist jetzt die Verdichtung auch nicht wirklich das Problem. Und das ist jetzt hier die Aussparung mit den besagten Sollbruchstellen. Ja, die wird mir nachher auch noch einen Haufen Ärger machen, aber das werdet ihr auch gleich sehen. Also, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, dass das mit der Innenentschalung eine gute Idee war. Hätte ich wahrscheinlich eher mit Styrodur umsetzen sollen, weil es ist doch ziemlich viel von außen nach innen gelaufen. Ob wir die wieder unbeschadet rauskriegen, ja, wir werden sehen. Jetzt können wir nichts mehr ändern. Na, dann schauen wir uns mal an, was ich da fabriziert habe. Bin gespannt. Da fangen die Probleme schon an. Das werde ich so nicht rausbekommen, weil sich die innere Schalung zu Eich im Beton verkeilt hat, weil der Beton unten durchgeflossen ist. Nee. Brauche ein anderes Werkzeug. Ich habe zum Glück noch das Multitool von meinem Bruder da. Damit könnte es funktionieren. Hoffentlich. Nee, keine Chance. Ich habe jetzt eine Viertelstunde da rumgemacht. Ich krieg's nicht raus. Das ist abgesackt und hat sich so arg verkeilt. Keine Chance, das rauszukriegen, ohne das ganze Bauteil zu zerstören. Naja, fängt schon wieder gut an. Schauen wir uns mal die Oberseite an. Hoffentlich ist die besser geworden. Erstmal die Platte lösen. Das Gute ist, dass das Material flexibel ist und dass man es erhitzen kann. Aber ich soll es jetzt ein bisschen ausziehen, dann sollte man es eigentlich ganz einfach entfernen können. Oh ne! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, ey, das komplette Projekt am Arsch. Oh, ich zeig's euch gerade mal. Also das Logo ist ja ganz gut geworden. Hier ein paar Ausrisse, aber jetzt schaut euch das an. Spiegelverkehrt. Oh Mann. Ich könnte ausrasten, hey. Ein Leichtsinnsfehler. Ein Leichtsinnsfehler, ein Anfängerfehler. Wie lange arbeite ich eigentlich schon mit Beton? Alles für die Katz kann ich wegschmeißen, verdammt nochmal. Na, schon ärgerlich, die ganze Arbeitszeit und das Geld, alles für die Katz. Aber es hat auch was Gutes, weil mein Design, also ich finde, es sieht gut aus. Das mit dem Logo und den Lichtleitern hat optimal funktioniert. Müsste man natürlich jetzt noch oben abschleifen, flach schleifen. Aber das werde ich nicht machen, weil in das Projekt, da investiere ich keine Sekunde Arbeitszeit mehr. Und das mit der Schrift, mit der Erhaben, das hat auch gut funktioniert. Da hätte ich einfach die weiche Schaumplatte nehmen müssen, dann wäre das kein Problem gewesen. Da hätte es auch beim Ausschneiden keine Ausrisse gegeben. Aber ich habe die harte verwendet. Das war genau die falsche Wahl. Naja, cool sieht es aus, aber verwenden kann ich es nicht, weil halt alles spiegelverkehrt ist. Naja. So, jetzt zeige ich euch mal die Funktion mit den Lichtleitern. So, weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ne, sieht man nicht gut. Ich gehe kurz hoch in ein dunkles Zimmer, da sieht man es besser. Moment.
Jo, das ist sprichwörtlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt erkennt das auch richtig und ihr seht, da kann man richtig coole Effekte machen und zum Beispiel auch mit verschiedenen Farben und so beleuchten. Ja, so schaut's aus. Und was sagt ihr dazu? Also ich sag, mit ein bisschen Fantasie kann man da richtig coole Sachen umsetzen. Und ja, wer hat sowas schon? Ich stelle mir da gerade echt so eine Hausnummer vor, wo dann nachts von hinten beleuchtet ist. Das wäre bestimmt cool. Und auch mit den Schriftzügen kann man viel machen, wenn man will. Ja, diesmal hat es leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auch aus dem Projekt, wo nichts wird, kann man einiges mitnehmen. Und ich denke, war doch wieder einigermaßen interessant. Vielleicht ist es ja auch was für den einen oder anderen von euch. Was würdet ihr zum Beispiel damit umsetzen? Wenn ihr ein paar coole Ideen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Videos. Machen wir wieder Projekte, die dann auch funktionieren. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.